Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem Opening von dem Link Starter Deck. Nobody must know the mystery of the box. Nobody! Not even Squidward's house. Und ja, ich habe mir das Deck gekauft, weil ich von Mr. Market Watch überzeugt wurde, dass ich mehr Wert rauskriege, wenn ich mir das Deck alleine kaufe, als wenn ich mir Einzelkarten kaufe. We've got the Code Talker on the front page of TCG Player now, meaning it's moving high volumes of cards. People would rather just try to buy this in Link Spider rather than buy the structure decks. And it's kind of getting expensive for people to do so. Und ja, fangen wir mal an. So, okay, ich hab's ausgepackt. Also das erste Mal hätten wir den Linkschlechter. Der ist so wie Cyberdrache, also eher wie der rote von den Super Quantums. Dass wenn man kein Monster hat, dass man den einfach specialen kann. Und der kann sozusagen Twin Twister sein, aber man muss dann halt 2 Karten abwerfen. Also so, ihr könnt ihn euch vorstellen wie nicht Brionac, der andere Drache da, der Wasserdrache Level 6, dass man eine Karte abwirft, um eine Karte zu zerstören, und er kann es halt bei Zauberfallenkarten und bis zu 2 halt. Und ja, dann der Decode Talker, genau deswegen kauft man sich das, und natürlich wegen der Link Spider. Okay, so, die Link-Monster lege ich dahin. Ich weiß ja nicht, wieso sie das so komisch sortieren. Seit, was weiß ich, wann, dass sie irgendwelche Random-Monster nach vorne machen, die glitzern, und dann die Extra-Deck-Monster sonst wohin legen. Stop it. Get some help. Okay, ich kann euch nicht viel zu den Karten sagen. Auf jeden Fall gibt es dann die Cybers-Monster. Das ist ein neuer Archetype sozusagen. Das hier ist ein Link-Monster davon, der Honeybot. Seht ihr auch hier, dass man 2 Cybers-Monster braucht dafür. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So, das sollte passen. Wie gesagt, dass man 2 Cybers-Monster braucht. Und ja, so, ich zoome das auch mal ein bisschen ran, dass es besser aussieht. Der Linkschlechter ist übrigens auch ein Cybers-Monster. Und hier der Draconetz. Dann hier noch eine gute Reprint. Die Galaxy, also die Galaxie-Schlange, die gab es, glaube ich, als Ultra Rare oder so. Auf jeden Fall hat man die für so ein Play benutzt von Brilliant Fusion, dass man die in den Friedhof gelegt hat und sie dann irgendwie zurückgeholt hat. Wahrscheinlich durch Lazuli. Und sie ist halt Level 2 Empfänger. So. Dann hier ein 2000er Bieter. Der war in einem älteren Set drin. Ich weiß nicht, wieso er hier drin ist, aber na, wie gesagt, halt ein Reprint. Dann der Barbaros und der Cyberdrache und der Photon Thrasher. Und halt noch Exarion. Also hier sind wirklich Karten drin, die man als Reprint haben wollte. Weil zum Beispiel der Exarion ist wichtig für Goat-Format. Das war dann eine sehr wichtige Karte, und die gab es dann da, glaube ich, nur in Ultra Rare oder Secret. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall in einer höheren Rarität. Der Photon Thrasher für ABC, wie man im OCG sieht, steigt es wieder, also die Spielrate davon, weil halt Zodiac gebannt wurde komplett. Also It's funny, 'cause it's true. so ziemlich. Halt Trident, Broadbull und so auf 0, Sperrfeuer auf 0, Ratte auf 1, ihr wisst es ja schon. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Cyberdrache ist ein guter Bonus, eine gute Reprint, und der Barbaros halt für Skill Drain Decks, aber Skill Drain ist ja auf 1, also ist es wahrscheinlich nicht so schlau. Dann hier Evil Swarm. Na gut, ich denke nicht, dass das so bald wieder zurückkommt. Vielleicht, wenn wir weiter im Link-Format sind. Es soll ja frühestens Mitte September eine Bandlist kommen. Und ja, dann können wir ja mal
gespannt sein, was die da machen. Es sollte ja eine größere Bandlist sein, weil jetzt Link rausgekommen ist. Dann der plündernde Hauptmann, der ist wahrscheinlich sehr gut im Link-Format, weil man kann, wie gesagt, ein Monster der Stufe 3 oder der Stufe 4 oder niedriger einfach von der Hand specialen. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Goblin Debug und diesen Fisch da, die 4er specialen oder so. Aber ja, ich meine, für Dreier-Base-Decks ist er auch gut und er ist halt auch Krieger, somit ist er mit roter suchbar. Dann nochmal meinen schönen Sangan, auch gut fürs Gold-Format. Und man kann ihn auch als Tech in verschiedene Decks reinmachen, um Handtraps zu suchen. Also empfehlen würde ich das euch für vielleicht für Pure Magicians, genau, also Pendle Magicians. Pure Pendle Magicians, weil man kann das mit Sky Iris poppen. Man kann auch zum Beispiel also nicht den Joker, sondern den Pendulum Wizard reinmachen, dann kann man das damit auch poppen. Und es gibt auch noch verschiedene Sachen. Dann den Kuri Bandit. Den habe ich jetzt nicht wirklich einen Wert dafür, worin man den benutzen kann. Ich meine, man hat ihn in Infernoid gespielt mal, glaube ich. In BA vielleicht. Und ja, halt ältere Decks. Dann ein Marshmallow. Finde ich auch gut. Ich weiß nicht, ob es im Link-Format schon erlaubt war. Nicht im Link-Format, im Gold-Format. Aber ja, eine gute Reprint, finde ich. Dann Card KD für Stall-Decks und vielleicht auch OTK-Decks oder Exodia. Dann nochmal den Ryku. Das ist eine gute Reprint, da die Twilight Swan in dem neuen Link Booster drin sind. Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. I'll have to ask my accountant about that. You serious? That's all I have to say about that. Und deswegen, das ist wie gesagt eine gute Reprint. Dann Kampfausblender und flinke Vogelscheuche. Natürlich für die Stall-Decks habe ich schon erzählt. Zum Beispiel habe ich ja gesagt, was war es? Card KD. Das war auch so eine Karte dafür. Dann Effekt-Wähler. Das ist eine sehr wichtige Karte, weil, wie schon erwähnt, kommt die Bandlist, also frühestens Mitte September hat es gehießen. Aber wir können schon erwarten, dass die Meta-Decks gehittet werden und dann hat vielleicht Blue Eyes wieder Chancen. Nigga, please. Und ein suchbaren Effektwähler ist immer gut. Dann Cybernet Universe, also Universum. Das ist wieder Link-based, das lege ich mal zu den Cybers hin. Monster Reinkarnation, das würde ich für Lightswan empfehlen. Dann nochmal ein schwarzes Loch. Das ist sehr gut. Das wird im OCG im Moment sehr viel geseidet, glaube ich, oder gemaint, um die Boards zu brechen. Und jetzt würde ich das auch empfehlen, weil, wie gesagt, Zodiac und ja gut, ich meine, man kann nicht wirklich, also wenn der Masterpiece durch Zauber geschützt ist, dann kann man nicht wirklich Darkhold machen, aber es ist immer noch ein gutes Out gegen was anderes. Dann mystischer Raumtyphoon. Den spiele ich gerade statt Galaxy Cyclone, also nicht Galaxy Cyclone, Cosmic Cyclone, weil erstmal hat man viele Karten, um zu zahlen, zum Beispiel Solemn Strike, Solemn Warning, was gibt's noch, den Imperial Order, also man hat ziemlich viel zum Lebenspunkte zahlen und dann muss man nicht unbedingt den Cosmic Cyclone spielen. Ich meine, man spielt ja die Backrow Removal hauptsächlich entweder gegen das Mirror Match. Ja gut, gegen Combo wäre vielleicht Cyclone besser, aber zum Beispiel gegen True Draco, da kann man die ja genauso gut in der Main Phase aktivieren, bevor man was spielt oder in der Standby Phase.
und dann kann er damit gar nichts schießen. Oder halt gegen die Feldzauberkarte, da ist es genauso gut. Das kann er ja auch nicht vom Friedhof verbannen, weil es nicht permanent ist. Dann einmal Book of Moon, das sehr gut gerade im Meta ist, weil Zodiac halt, man deckt das zu und die Kombos unterbrochen. Finde ich gut, dann kann ich die Secret Rare aus meinem Deck machen. Und wieder ins Goat-Deck machen. Dann Forbidden Lands. Naja, ich meine, die kann man spielen, aber ich denke, Chalice ist viel besser im Moment. Gemeinsam sind wir stark. Kann man vielleicht ins Goat-Deck packen, denke ich. Oder vielleicht auch in, wie heißt das? Wenn man Cross-Band ist, genau. Dass man das vielleicht in irgendwas reinpackt. Dann Pot of Duality. Das ist sehr gut für True Draco und andere Sachen. Bürde des Mächtigen. Naja, ich meine, es kommt drauf an. Ich meine, im Moment Meta würde ich das jetzt nicht empfehlen, weil entweder Exceeds, Link Monster haben wir auch keine Stufe und Masterpiece ist wahrscheinlich unaffected. Aber ja, dann nochmal die Nachschubtrupp. Finde ich gut für, man muss das durch Kampf zerstört werden. Kampf oder Karteneffekt. Ziehe eine Karte. Okay. Das ist jetzt ziemlich behindert. Muss auf dem Feld sein? Ja, okay, das ist auf dem Feld. Das. Schade, weil sonst könnte man das einfach in das, wie heißt es, einfach in das Dinosaur reinpacken und jedes Mal, wenn man die Feldzauberkarte resolve, darf man noch eine Karte ziehen. Oder halt andere Effekte. Das wäre dann ziemlich behindert. Weil ich meine, man kann es ja trotzdem machen, weil die anderen Dinosaurier zerstören ja auch. Und ich meine, falls man welche auf dem Feld hat, gibt es ja immer noch True King. Dann noch ein Terraforming, das viele Leute sagen, wird bald gehittet. Ich denke nicht. Ich meine, ich würde eher die Feldzauberkarten hitten. Dann kann man ja sonst wie viele Terraformings spielen. Wenn du dann einmal Troll und Knockback frisst, dann hat man halt die Arschkarte gezogen. It's true. Krug der Trägheit. Ich würde eher Topf der Trägheit wieder sehen, aber ja. Dann noch einmal Ruf der Gejagten, falls Satella Knight wieder zurückkommt oder vielleicht auch für Cosmo. Eine Mirror Force. Na gut, die sieht man jetzt halt in vielen Structure Decks, aber immer noch gut für Goat. Und vielleicht als Tech-Karte, ich finde halt Drowning und so besser, die zudeckt oder ins Deck mischt oder sonst was. Dann noch einmal reißender Tribut, sehr gute Meta. Ring der Zerstörung könnte man in Burn spielen oder vielleicht in Rogue Decks. Bottomless, vielleicht für Rafflesia, aber ja, es gibt wieder Besseres, bis dann halt der Dryden gebannt ist. Dann Compuls, ja, kann man spielen, finde ich trotzdem gut. Eine Fiendish Chain. Strike wird jetzt reprintet, aber der wird bald auch gehittet, würde ich sagen. Also könnte teuflische Kette zurückkommen und wie gesagt für Satella Knight ist das wieder gut. Und eine finstere Bestechung, die finde ich sehr gut, weil die Anti-Decks, die auch rennen und man kann die ja vielleicht als Tech spielen, um zum Beispiel sowas wie Strike zu negieren und das könnte einem das Duell gewinnen. Oder zum Beispiel Imperial Order. Jo, das war das ganze Deck. Ich wollte es euch halt zeigen, bevor ihr das selber kauft. Falls ihr die Karten nicht braucht, ist es ja sinnlos, wenn ihr euch das Deck kauft. Ich meine, vielleicht steht es auch hinten drauf, aber ja, so sieht man das halt schneller, als in den Laden zu fahren und dann noch Geld zu bezahlen für Tank und sonst was. Das ist hier halt kostenlos. Und ja, wie gesagt, sind halt gute Reprints. Aber nicht jeder braucht die Reprints. Die Hauptkarten sind halt der Deco Talker und die Link Spider. Sehr wichtig. Also wie ihr wahrscheinlich schon an dem Clip gesehen habt, den ich einbauen werde. Der Deco Talker ist irgendwie gerade $6-7 und die Link Spider 2 oder so ungefähr. It's about 4 + 2 + 2, but that beats buying 2 structures, right? But
Und wenn man Gofu beschwört, kann man einfach 2 Link-Spider legen und darüber dann Deco Talker. Und ja, dann hat man halt Deco Talker, aber wie gesagt, das kostet dann $10 und das Deck kostet schon 9,99. Also würde ich sagen, dass das da schon worth it ist.